Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich auf großer Motorradreise bin, gehört wildes Campen am Wegesrand für mich einfach mit dazu. Und ich befinde mich gerade an einem Ort, wo man das auch ganz wunderbar kann, nämlich mitten in den schottischen Highlands. Das möchte ich als Anlass nehmen, mal einer Frage nachzugehen, die in den Kommentaren zu meinen Videos immer wieder auftaucht, nämlich: Chris, was nimmst du eigentlich alles mit auf deine Motorradreisen? Was befindet sich alles in deinen Koffern? In diesem Video wollen wir genau dieser Frage mal nachgehen, werfen zusammen einen Blick in meine Koffer und bitte bleibt bis zum Ende dran. Es gibt nämlich eine kleine Premiere, mehr will ich dazu aber noch nicht verraten, ihr seht es am Ende des Videos. Und noch eine Bitte, dieses Video nehme ich komplett vor Ort in den Highlands auf, nichts nachvertont, alles live, deswegen seht's mir nach, dass es vielleicht ein bisschen windiger sein könnte als sonst. Los geht's! Das beste Motorrad der Welt kennt ihr natürlich aus einem früheren Video, meine BMW R1250 GS, Baujahr 2019. Dazu die hohe Wunderlich-Tourenscheibe, der BMW Navigator 6, die Sturzbügel von Touratech, einmal für den Motor und einmal für die Verkleidung, sowie mein Kofferset von Touratech Sega Evo in 38 und 45 Litern. Außerdem mit dabei der Packsack von Ortlieb hinten auf der Gepäckbrücke, und hinten an den Koffern meine Kanisterhalter. Momentan ist nur der Wasserkanister dran. Ich bin auf Tour in einem Gebiet, wo man nicht unbedingt einen Benzinkanister dabei haben muss. Und was so alles in den Koffern drin ist, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Wir bauen uns nämlich an dem kleinen Flüsschen, an dem ich vorhin saß, ein Nachtlager auf. Obwohl ich meine Ausrüstung auch insgesamt als eher unspektakulär bezeichnen würde, fangen wir mal mit dem unspektakulärsten Koffer an, nämlich dem 45-Liter-Koffer. Was ist hier alles drin? Hier ist drin meine Kameraausrüstung, meine Drohnenausrüstung und darunter einfach nur noch Bekleidung. Schauen wir mal rein. Ich habe auf Tour immer ziemlich viel Kameraausrüstung dabei und alles, was ich habe, muss in diese kleine Lovepro-Tasche passen. Ganz vorne mit dabei natürlich die Spiegelreflex, extra für die kommenden Touren neu gekauft, Nikon D7500. Ich war vorher mit der 5300 unterwegs, ich möchte aber künftig komplett in 4K arbeiten und das kann ich unter anderem mit dieser hier. Dazu gehört natürlich dann auch noch die GoPro, die Hero 10, mit der nehme ich gerade dieses Video auf. Dementsprechend kann ich sie euch nicht zeigen, ich habe allerdings jede Menge Zubehör hier. Hier ist einmal das Ladegerät für die Nikon, dann haben wir hier Powerbank und Ladekabel für die GoPro. Hier sind Ersatzspeicherkarten drin und hier vorne in dem Fach Wechselakkus in einem kleinen Gerät, dass ich während der Fahrt mit der Powerbank die Akkus der GoPro neu laden kann. Außerdem noch ein Aufsteckmikrofon, das benutze ich auch gerade für diese Aufnahme. Das kann ich sowohl für die GoPro als auch hier oben für den Blitzschuh auf der Nikon nutzen. Was wäre meine Reise ohne die Drohnenaufnahmen? Dementsprechend hat die Drohne ihren ganz besonderen Platz in meinem Koffer. Das hier ist die DJI R2S in der Fly More Combo, das heißt 3 Akkus, ein Ladegerät und eine Fernsteuerung. Habe ich mir auch extra in diesem Frühjahr neu gekauft. Meine DJI Mavic Pro habe ich weiterverkauft. Ihr erinnert euch vielleicht an die Anzeige bei mir im Channel Newsfeed. Ansonsten haben wir hier drin nur noch eine Regenjacke von Schöffel, ein Wechsel-T-Shirt, eine Hose, eine Zip-Hose in dem Fall, damit ich sie kurz machen kann. In dem Fall ist auch noch eine Unterhose und ein paar Socken drin. Dann für die Regentage, die windigen Tage eine Mütze. Wenn ich mich mal schick machen will, ein Hemd. Wow. Und für die Fahrt auf der Autobahn die Warnweste für den GS-Fahrer. Ihr werdet jetzt garantiert lachen, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn ich nachts auf der Autobahn fahre, lacht so viel ihr wollt, ich werde wenigstens gesehen. Auf der anderen Seite ist dann der etwas kleinere Koffer in 38 Litern mit der Kofferdeckeltasche montiert. Ihr seht direkt oben drauf prominent platziert das kleine Stativ, wenn ich unterwegs mal eine schnelle Aufnahme machen muss. Wenn wir da mal reinschauen, dann sehen wir, dass in der Deckeltasche so ziemlich alles drin ist, was ich unterwegs mal für eine schnelle Pause brauche. Hier unten drin ein kleines Verbandset für Motorräder, dann Kekse, ein Apfel. Wer meine Tour ans Nordkap 2020 gesehen hat, der weiß auch, was das hier ist. Das ist mein wunderbarer Koppen, mit dem ich mir damals an jeder Circle-K-Tankstelle Kaffee nachfüllen konnte. Daraus trinke ich dann in meinen Pausen, allerdings nur noch Instant-Kaffee. Hier haben wir noch ein bisschen Desinfektionshandgel, Kaugummis. Wenn ich koche, sind hier noch so ein paar Zutaten, zum Beispiel Salz oder auch Öl zum Braten. Mein Bundeswehr-Essgeschirr, Essbesteck wohlgemerkt. Kleines Messerchen, echt aus Schweden.
Das ist was ganz Besonderes, Wilderness Wash. Damit könnt ihr euch in der Wildnis die Hände waschen, ohne damit Fließgewässer oder Seen zu verunreinigen. Zu 100% abbaubar, reicht in kleinsten Tropfen und macht euch wieder sauber. Entfernen wir die Deckeltasche samt Deckel, dann finden wir in dem kleineren Koffer alles, was ich zum Thema Kochen, Hygiene oder Camping zum längeren Einrichten benötige. Hier haben wir meine LifeStraw Filterflasche. Die hat einen eingebauten Filter, der 99,99% aller Bakterien, Viren, Schwebstoffe und sonst was aus dem Wasser filtert. Damit ist man prinzipiell in der Lage, aus jedem Tümpel dieser Welt zu trinken. Brauche ich hier in Schottland nicht unbedingt, aber besser haben als brauchen. Von daher gut, es dabei zu haben. Zum Kochen immer wichtig, eine Gaskartusche. Ich verwende ausschließlich Schraubkartuschen. Hier haben wir noch eine kleine Zutat. Bohnen in Tomatensauce. Man muss sich irgendwie dem Land anpassen. Die stehen hier alle drauf. Ich kann dem Ganzen nicht so viel abgewinnen. Wozu das Ganze? Als Verfeinerung meiner Speisen. Und dazu habe ich hier immer 2 Ausgangsprodukte. Hier ist einmal Reis drin. Und zwar Reis mit einem Brühwürfel. Ich habe auf Reisen rausgefunden, man kann sich ganz wunderbar eine einfache Mahlzeit zaubern, indem man einfach Reis aufkocht und einen Brühwürfel reinwirft. Wenn man ein bisschen mehr Wasser nimmt, hat man ein angenehmes Süppchen, das man auch noch schlürfen kann. Hat gegenüber Nudeln den Vorteil, man muss nicht so viel Wasser wegkippen. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch noch ganz schnell kochende Macaroni dabei. Die eignen sich besonders gut, um da die Bohnen drüber zu kippen. Ich bin auf meinen Reisen nicht wählerisch, was die Küche angeht. Hauptsache satt. Dann kann man nie genug von haben unterwegs, wenn man irgendwie mal Abfall hat. Oder aber, meine Stiefel werden langsam undicht. Wenn ich durch Platzregen fahre, stecke ich da auch schon mal gerne meine Füße rein. Schwarze Müllbeutel. Ach so, hier habe ich noch was vergessen. Aber da kommen wir später noch zu. Das hier ist ein faltbarer Windschutz für meinen Gasbrenner. Wer beim Bund war, der kennt das gute Stück hier. Das ist mein Bundeswehr-Waschzeugbeutel. Da ist dann so Spaß drin wie alles zum Zähneputzen, alles zum Waschen, mein Brillenputztuch, aber auch ganz wichtig meine Reiseapotheke. Kopfschmerztabletten, Mittel gegen Reiseübelkeit, gegen Durchfall, Erbrechen. Alles, um es irgendwie heil in die nächste Stadt zu schaffen, sollte man dabei haben. Auch hier gilt wieder besser haben als brauchen. Da der Inhalt meiner Koffer für euch wahrscheinlich komplett unspektakulär war, aber ich habe euch ja gewarnt, zeige ich euch jetzt noch, was in der Packtasche drin ist. Da ist ein bisschen was anderes drin, aber ich glaube, spektakulärer wird es heute nicht mehr. Naja. In der Packtasche ist alles drin, was ich unterwegs nicht griffbereit haben muss und was rund um das Thema Camping mit dabei ist. Und weil das so viel mit Camping zu tun hat, in erster Linie obendrauf Laufschuhe, genau, habe ich einfach nur dabei, damit ich tagsüber, wenn ich mal einen Städtetrip mache oder so, nicht in den Stiefeln rumlaufen muss. Ihr könnt das euch sicher denken. Als nächstes haben wir meinen Schlafsack, einen guten Haglöfs. So um die 7 Grad hat er seine beste Temperatur, wo man sich richtig wohl drin fühlt. 3 Grad ist Maximaltemperatur, wo ich sagen würde, da schlafe ich noch drin. Habe ich am Nordkap so erlebt. Ist schon knackig, 3 Grad und Nieselregen am Nordkap in diesem Schlafsack. Da habe ich wirklich drin gefroren. Aber sind wir mal ehrlich, unter 3 Grad geht man auch nicht mehr unbedingt mit dem Motorrad zelten. Um das Zittern ein bisschen abzumildern, meine aufblasbare Isomatte von C2 Summit, Ultralight, hat den Vorteil, die ist gegen Kälte von unten isoliert. Ansonsten, wer meine Schwedentour gesehen hat, der weiß sicherlich, was hier drin ist. Richtig, das war mal die Originalverpackung der Isomatte C2 Summit. Heute ist da drin mein Regenponcho. Habe ich erst einmal getragen, nämlich auf der Schwedentour, als es wirklich geplistert hat wie sonst was. Guter schwedischer Landregen, hat sich bewährt, muss ich aber auch nicht jeden Tag tragen. Ansonsten habe ich hier drin, hier ist es schon mal ein bisschen windig, man will trotzdem kochen, verbraucht aber mehr Gas, deswegen eine Reservekartusche. Und ansonsten habe ich hier nur noch drin Ersatzteile und Werkzeug. Das hier ist einmal eine Tüte mit GoPro-Ersatzteilen. Es geht immer mal was an der GoPro kaputt, vor allem diese kleinen Klemmen an der Helmhalterung. Und zu guter Letzt mein eigentliches Bordwerkzeug. Hier habe ich mir diesen kleinen Satz selbst zusammengestellt. Wir gehen mal gerade durch, was da alles drin ist. Das Ganze ist im Grunde ein Paket geschnürt aus einem Frischhaltebeutel mit den originalen Turatec-Spanngurten, mit denen mal meine Kanister befestigt waren. Fangen wir an mit Panzerband. Sollte wohl in keinem Set fehlen. Ebenso in keinem Set fehlen sollten
Kabelbinder. Auch hier kann ich wieder nur auf die Schwedentour von Kati und mir verweisen. Beides haben wir da in Maßen, in Massen gebraucht, je nachdem. Was ich hoffentlich nie brauchen werde, ist hier mein Flüssigmetall, 2 Komponentenkleber. Des Weiteren noch normaler Kleber, Loctite, auch wieder gut, wenn beispielsweise was am Helm kaputt ist. Hier habe ich ein Reifenpannenset. Auch das etwas, was ich hoffentlich nie benutzen werde. Was ich aber definitiv schon benutzt habe, unter anderem auch wieder auf der Schwedentour mit Kati, das ist mein gutes BMW Bordwerkzeug. Alles, was man so zwischendurch mal gebrauchen kann, schnell griffbereit, deckt alles ab, was man abdecken muss. Aber das muss sich wohl jeder nach seinem eigenen Bedarf zusammenstellen. Und? Ist euch was aufgefallen? Da fehlen noch 2 Gegenstände, oder? Erstens, wie mache ich mir unterwegs was zu essen? Wo ist Kochgeschirr? Wo ist Brenner? Und wo schlafe ich eigentlich, wenn ich irgendwo wild campe? Was ist mit meinem Zelt? Dazu kommen wir jetzt im großen Finale des Videos, denn das Kochgeschirr, der Brenner und das Zelt wurden mir vor kurzem zugeschickt, mit der Bitte, es in einem meiner nächsten Videos zu testen. Also schauen wir uns jetzt mal zusammen an, ob das, was mir da zugeschickt wurde, auch für euch und mich, also für Motorradreisende, taugt. Und da schönes Wetter jeder kann, habe ich mir extra einen Tag mit einer richtig schönen steifen Brise rausgesucht. Da haben wir's. So, Verpackungsinhalt, die gehört nicht dazu. Das ist meine Zeltlampe, die packe ich mal hier hin. Wir haben Zusatzheringe, gehören auch nicht dazu, die habe ich dazu gepackt. Das hier sind die originalen Heringe. Du bleibst bitte hier, Dankeschön. Kleine, leichte, dünne Aluminiumheringe. Testen wir gleich mal, ob die gut halten. Dann 2 Sätze Zeltgestänge und natürlich das Herzstück. Das silberne ist das Außenzelt und das dunkle ist das Innenzelt. So, die Heringe sind wie gesagt sehr dünn, sehr leicht, aber das sagt nichts aus. Ich habe tatsächlich einen Flecken erwischt, wo ich sie sehr, sehr leicht in den Boden reinbekomme. Und was ich an den Heringen wirklich geil finde, was ich so bisher noch bei keinem anderen Zelthersteller gesehen habe, das sind diese kleinen Laschen oben am Ende, dass man sie am nächsten Morgen ganz einfach wieder aus dem Boden ziehen kann. Das ist mal eine Innovation, das finde ich super. Und damit haben wir das Innenzelt fertig. Ihr seht, es besteht fast komplett aus diesem Fliegengitter. Wenn ihr in einer warmen Region seid, könnt ihr also problemlos, auch wenn es trocken bleiben soll, so unter freiem Himmel schlafen. Dass das Zelt so luftig ist, kann ein Vorteil sein, es kann aber auch ein Nachteil sein. Wie ihr wisst, bin ich sehr Skandinavien-affin. Ich liebe Schweden, ich bin auch gerne in Norwegen unterwegs. Und ich muss ehrlich sagen, für meine Zwecke, für meine Reiseziele wäre dieses Zelt tatsächlich zu kalt. Ich habe bereits 1, 2 Nächte darin verbracht und kann deswegen aus Erfahrung sagen, dass es hier in Schottland doch auch gerne schon mal etwas windiger ist und der Wind kommt natürlich durch dieses Fliegengitter durch. Laut Herstellerangaben ist dieses Zelt übrigens bis Windstärke 5 geeignet. Böen soll das Gestänge auch bis Windstärke 7 abkönnen. Die Montage des Außenzeltes kann schon mal etwas tricky sein, besonders wenn ihr wie ich erstens alleine und zweitens in einer sehr windigen Umgebung seid. Ihr braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl. Achtet immer auf die roten Metallösen, die in das Gestänge eingehängt werden, dann wisst ihr, dass ihr richtig seid. Und so sieht das Ganze fertig aufgebaut und fertig abgespannt aus, beziehungsweise nicht ganz fertig abgespannt, denn Kritikpunkt 1: Es sind zu wenig Heringe dabei. Ich kann jetzt hier diese Sturmverspannung nicht richtig anbringen, deswegen habe ich auch Zusatzheringe dabei. Kritikpunkt 2: Ihr könnt euch aussuchen, ob ihr auf der einen Seite, also hier oder genau spiegelverkehrt auf der anderen Seite, den Eingang haben wollt. Ihr habt 2 Reißverschlüsse, die ihr hier öffnen könnt. So. Dann habt ihr hier diesen Eingangsbereich. Die Idee ist gut, die Umsetzung jetzt allerdings jein. Denn das Ganze labbert jetzt hier so durch und wenn es jetzt regnen sollte und ich muss nachts mal raus,
dann werdet ihr garantiert mit dem Rücken, der Brust, den Armen hier drankommen und ihr werdet nass. Aber das ist ein Kritikpunkt, den haben viele Zelte, den hat mein eigenes altes Zelt, das Hehlsbord Ringstin 2 auch. Von daher ein halber Minuspunkt. Ansonsten wirkt das Zelt eigentlich solide verarbeitet. Es handelt sich dabei bei der Außenzeltwand um silikonbeschichtetes Nylongewebe. Das Ganze wiegt 1,5 Kilo. Das ist wirklich ein Punkt, der für mich als Motorradreisender wirklich enorm wichtig ist. Außerdem ist es zusammengepackt deutlich kompakter. In meiner Packtasche ist deutlich mehr Platz. Das sind wiederum auf der anderen Seite deutliche Pluspunkte für dieses Zelt. Und so sieht das Zelt von innen aus. 2 Leute haben hier Platz. Ich bin 1,86 groß. Es ist angeblich 2 Meter lang. Ja, ein bisschen die Füße einziehen muss ich schon. Ansonsten komme ich nämlich mit den Füßen hinten an die Wand. Aber gut. Große Leute haben beim Camping sowieso immer ein kleines Problem. Kurzer Sprung zum nächsten Morgen. Das Zelt steht noch, obwohl wir eine sehr stürmige Nacht hatten. Wir hatten konstant Wind mit 25 km/h, aber deutlich stärkere Böen. Das Problem gestern war, ich habe das Zelt abgespannt, sodass der Wind wunderbar hier drüber abfließen kann. Hier verläuft die Zeltstange. Problem, der Wind drehte und kam jetzt plötzlich von hier, griff also die breite Front ein und hat es sogar geschafft, das Zelt mit Gestänge einzudrücken. Das geht auch jetzt relativ einfach, ohne großen Kraftaufwand. Ich war also nochmal draußen und habe diese Schnur und diese Schnur zusätzlich angebracht, damit es ein bisschen stabiler im Wind ist. Das sind Ersatzschnüre, die im Set auch dabei sind. Problem an der Sache, es sind zu wenig Heringe dabei, das sagte ich ja bereits. Wenn ich also meine anderen Heringe vom anderen Zelt nicht dabei gehabt hätte, hätte ich diese Sturmabspannung nicht noch schnell dran machen können. Das ist ein deutlicher Kritikpunkt, es fehlt irgendwie Zusatzmaterial. Auch die beiden normal schon vorhandenen Abspannungen hier an der Seite, die kurze Leine, hätte ich nicht anbringen können, wenn ich keine Zusatzheringe dabei gehabt hätte. Achtet darauf, was für Wetter gemeldet ist. Für Sturm nicht unbedingt dieses Zelt benutzen. Und wenn ihr es benutzen wollt, es hält, es richtet sich danach auch wieder auf. Aber nehmt ein bisschen Zusatzmaterial mit, nehmt Zusatzschnüre mit und nehmt Zusatzheringe mit. Und ihr seht hier auch, was dadurch passiert, dass das Zelt immer mal wieder eingeknickt ist. Das Innenzelt hängt an diesem Gestänge. Und es war dadurch so großen Zugkräften, so großem Druck ausgesetzt, dass an einigen Stellen tatsächlich bereits das Fliegennetz erste Risse aufweist, die ich nachher mal mit Panzerband flicken werde, weil Kriebelmücken halte ich so nicht mehr aus dem Zelt raus. Aber, und das muss ich auch sagen, die Heringe, die dabei sind, die wenigen, die sitzen wirklich bombenfest. Also an denen kann man ziehen und zerren, da bewegt sich nichts. Wenn ihr also wie ich Motorradreisender, Wanderer oder auch Radfahrer seid, dann könnte dieses Zelt durchaus etwas für euch sein. Es ist sehr kompakt, sehr leicht und passt in jede Tasche rein. Ich empfehle euch aber unbedingt, überlegt vorher, in welcher klimatischen Zone ihr unterwegs seid. In Südeuropa auf jeden Fall. In Skandinavien weiß ich nicht, ob ich es mitnehmen würde. In Schweden würde ich auf jeden Fall wieder mein Hehlsbord Ringstin 2 mitnehmen. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. So. Und jetzt wird endlich mal der Kocher getestet. Ich hab Hunger. Und dazu wurden mir diese beiden hier zur Verfügung gestellt. Links haben wir das Kochtopfset und rechts haben wir den Brenner, der auch als Wassertopf fungiert. Das Kochtopfset besteht einmal aus einem großen Kochtopf mit 0,8 Liter Fassungsvermögen. Rechts seht ihr eine kleine Pfanne, die ist etwas flacher. Auf beide passt der Deckel in der Mitte, der auch für Nudelwasser beispielsweise eine praktische Auslassöffnung hat. Außerdem dabei noch diese 2 weißen Förmchen, ein Spatel, den man wunderbar als Pfannenwender nutzen kann und der Reinigungsschwamm in der Mitte. Das alles besteht aus eloxiertem Aluminium, lässt sich wunderbar praktisch klein zusammenfalten, ist wunderbar leicht. Ich kann es nur empfehlen, macht richtig Spaß damit. Testen wollen wir aber ihn hier. Das ist das Kocherset Fire Maple Fixed Star. Ihr seht links im Bild den Kocher, wo unten die Gaskartusche draufgeschraubt wird. Der Topf kommt oben drauf, links hinten ein kleines Deckelchen
Und was ihr in der Mitte und rechts vorne seht, sind beides Aufsätze, um einmal auf dem Gasbrenner auch die Töpfe zu nutzen, die ich eben gezeigt habe. Und wenn ihr auf ungeraden Ebenen seid, dann könnt ihr diese orangefarbenen Füße verwenden. So sieht das Ganze aufgebaut aus. Ich war gerade mal am Fluss Wasser holen. Es ist jetzt ein halber Liter im Topf, denn Verkaufsargument des Herstellers ist es, dass dieser Brenner einen halben Liter Wasser in 102 Sekunden zum Kochen bringen kann. Ich habe also jetzt 1 Minute und 42 Sekunden, um das mal zu überprüfen. So, wir sehen. Stopp. Die Gasflasche war auf maximale Leistung aufgedreht. Wir sehen, bei mir hat es gedauert 4 Minuten 24 Sekunden, bis ein halber Liter Wasser kocht. Also die Herstellerangaben konnte ich nicht verifizieren, trotzdem 4,5 Minuten für einen Gasbrenner, das ist schon ordentlich. Und dass die angegebene Zeit nicht eingehalten wurde, macht mir persönlich gar nichts, denn wenn ich mir abends nach einem langen Tag auf dem Bock meine Nudeln koche, ist mir ziemlich egal, ob das in 2 Minuten oder in 5 Minuten passiert. Das Fire Maple Set mit den Kochtöpfen und dem Brenner kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. Es ist super verarbeitet, sehr, sehr leicht zu bedienen und passt in jeden Koffer rein. Da kann ich wirklich eine Kaufempfehlung aussprechen. Und bevor die Frage jetzt 500 Mal in den Kommentaren auftaucht, ja, natürlich wird es zur Reise durch Schottland auch wieder eine eigene Reisedoku geben. Aber erst in einer gewissen Zeit, denn vorher bin ich noch ganz woanders. Freut euch auf die nächsten Videos, die werden großartig. Die Links zu den Ausrüstungsgegenständen findet ihr natürlich unten in der Beschreibung, auch zum Kocher, zum Brenner und zum Zelt. Macht euch gerne selber ein Bild davon, ich bekomme keine Provision, wenn ihr was davon kauft. Vielleicht ist ja was für euch dabei. Ansonsten hoffe ich, dass euch dieser weitere Blick hinter die Kulissen gefallen hat. Lasst mir gerne euer Feedback da. Was habt ihr so mit auf Tour? Was würdet ihr mir empfehlen, was ich noch mitnehmen sollte? Lasst uns in den Kommentaren gerne ein bisschen darüber diskutieren. Ansonsten freue ich mich natürlich schon riesig auf die kommende Tour. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Danke euch fürs Mitfahren. Bis zum nächsten Mal.